Diese Serie wird präsentiert von MD Textil, Black Trident, Nextorch, 1MOA, Henel, Ballistol, Schubert, Phantom Leaf, Carinthia, Sidemark, Akku, Sealskins, Recon Company und der Schießbahn in Tuchola. Hallo und herzlich willkommen auf Epic Night Warrior mit Rosi. Wir sind im zweiten Video. Heute ist das Thema Pistole, einhändig, beidhändig. Okay Jungs, wir machen als erstes ein kleines Warm-up. Einfach ziehen der Pistole, schnelle Präzision, kornscharf und treffen. Dann machen wir die Drehungen raus, nur als kleines Warm-up. Dann kombinieren wir es mit der Waffenlampe. Fragen? Gut, ab. Wir wollen schießen mit der taktischen Lampe, dass wir da auch noch mal wieder reinkommen. 1000 Jahre nicht gemacht. Einhändig, nur einhändig, wir schießen auf 6 links. Jeder für sich, 5 Schuss in den Kreis. Mindestens in den großen Kreis. Also lasst euch Zeit, einfach hin, langsam abkrümmen, das war's. Danach kommen die anderen Übungen. Wir steigen direkt ein in die heiße Thematik beim Night Warrior. Wir hatten es ja ausgiebig einhändig, beidhändig in der 30-teiligen Serie, auch gerade was Verwundungen angeht oder mal rechts-links rausschießen. Da ist natürlich der Kontext des einhändigen Schießens logisch, aber gerade auch in Bezug auf den Nachtkampf oder in schlechten Lichtbedingungen, Lowlight-Bedingungen. Da gibt es nochmal einen ganz anderen Kontext, warum beidhändig und einhändig. Beidhändiges Schießen ist, denke ich, logisch. Sag was dazu. Ja, wenn wir jetzt ganz normal beidhändig schießen, ich nehme mal hier die Pistole von Laser Ammo. Wenn ich jetzt beidhändig schieße, dann mache ich alles wie am Tage. Ich gehe ran, aber das Ding stumpf ab. Ja. Was ist jetzt der Unterschied, wenn ich mit einer Waffenlampe beidhändig schieße? Ich versuche immer, und deswegen braucht man auch vernünftiges Material, das muss nicht nur Nextorch sein, das ist halt ein Gerät, die WL11, das ist die neue German Line, ist zwar nur ein Dummy jetzt hier, aber ich zeige nachher nochmal das Original. Die Lampe muss mich unterstützen. Ne? Das Einzige, was ich mache, wenn ich jetzt nach vorne gehe, ich schalte ein, mache mein Schüsschen und schalte wieder aus. Das heißt, ich habe die ganze Zeit den Originalgriff. Es gibt Lampen, wo man gegendrücken muss. Ne? Ich weiß nicht warum, aber einige Amerikaner wollen das. Heißt, ich trainiere 99% halt den wirklich guten Pistolenanschlag. Und wenn ich jetzt aber in einer Situation ist, die viel unsicherer ist, dann ändere ich meinen Griff. Das macht da überhaupt keinen Sinn. Und diese eine Daumenbewegung, das ist alles. Das heißt, wenn ich jetzt vernünftig am Tage trainiere, bereite ich mich auch schon auf den Nachtkampf vor. Das Einzige, was ich halt machen muss, ich muss anschalten und ausschalten. Ja. Meiner Meinung nach, auch wenn ich jetzt hier das in der Praxis sehe, ich zeige das ein SEK, der hat ein ganz anderes Laserlichtmodul oder Lampenmodul, der geht hin und kann das sofort. Ja. Und der Vorteil ist, wenn ich nachher die Löcher mir anschaue, wo sie hin, die sind natürlich auch genau an der gleichen Stelle wie am Tage, ja, weil der Griff halt der gleiche ist. Ne? Das ist ganz wichtig. Das muss auch alles zusammenpassen. Das heißt, wir sind, glaube ich, uns einig, wenn ich jetzt einhändig schieße, weil ich eine taktische Lampe habe, ne? Egal welchen Anschlag ich jetzt von 7 mache, das haben wir ja ausgiebig gehabt. Das kommt im nächsten Video auch nochmal. Ja. Okay, haben wir nochmal drin. Aber wir sind uns einig, dass es viel leichter ist, beidhändig zu schießen. Ja. Ja, für mich wird das jetzt heißen, ich bin jetzt beim Navigieren und jetzt muss ich zum Feuerkampf. Jetzt könnte ich natürlich ohne Probleme einen guten Schuss abgeben. Aber nochmal, wenn ich kann, nutze ich meine Waffenlampe. Ich schleudere einfach rüber, nutze meine Waffenlampe, schieße wieder beidhändig. So, jetzt kommt eine Situation, wo ich da mal schnell um die Ecke gucken muss. Vorne ist eine offene Tür. Dann gehe ich kurz rein, nehme wieder meine taktische Lampe, schaue rein, was da ist und könnte jetzt so weiterarbeiten. Oder auch, und jetzt sieht man, ich habe jetzt mal auf die andere Seite geschleudert mit Absicht. Aber für uns ist das so, ich sage auch in der Ausbildung, die Lampe soll mich nicht behindern. Ne? Wenn ich jetzt also so schieße, oder so, oder ich versuche das mal zu simulieren, dass das mal Worst so. Case quasi, ja. Ja, aber das auch passiert. das funktioniert. Ja, aber, also egal was ist. Und man kann nicht in die Lampe schießen. Deswegen, ich bin immer ganz entspannt, wenn ihr jetzt aussehen da reinflackt, dann ist das nicht schlimm, kriegst eine neue. Und dann gucken sie so, warum bin ich so spendabel? Weil ich weiß, dass nicht passiert. Ja. Also braucht man sich keinen Kopf machen. Ja. Es wäre, also die Lampe wäre ja auch nicht das Schlimme, wenn man da reinschießen würde. Ja. Sondern wenn ich jetzt so reinschieße, das Geschoss wird halt irgendwo hinfliegen. Abgelenkt, ja. Und damit ist
dann hat man eine Gefährdung. Aber das passiert halt nicht. Ne? Deswegen ist es so wichtig, dass man einen vernünftigen Fingerring hat, der auch nicht zu weit hinten ist. Wenn er zu weit hinten ist, dann kommt man wieder in Richtung Mündung. Na, deswegen bin ich Fan von diesem hier, auch wenn ich ihn anders verwende, wie er ursprünglich mal konstruiert wurde. Ja. Na, wenn ich jetzt da rangehe, sei es nun, dass ich halt mit der Faust gegen drücke. Von der Idee ist einfach, es soll mich nicht behindern. Ja. Wenn ich jetzt die Hand habe, dann nehme ich mal kurz die Schafe. Check. Ja, auch da habe ich ja mehrere Optionen. Ich habe jetzt die Option, ich habe jetzt einen Klick oder ich schaue, ich fühle sie zu. Dann kann ich ja einmal rumschlagen, Tab Rack und wieder zurückgehen. Oder ich könnte genauso, nicht genauso, in der Grundschule müssen alle Students das erstmal so durchführen. Aber in Wirklichkeit, wenn ich jetzt keine Optik drauf habe, könnte ich auch so Tab, Rack und so abarbeiten. Und man sieht schon hieran, ich strebe immer den beidhändigen Anschlag an, weil er einfach sicherer ist. Aber es gibt Situationen, wo wir es brauchen. Nehmen wir die taktische Lampe. Na, ich will auch nicht, wenn ich da mal gucken will, was ist mit dem Kind, dann will ich ja nicht mit der Waffe dahin leuchten. Ja, selbstverständlich. Na, dann nehme ich halt eine taktische Leuchte und ganz schnell hat man beides in der Hand. Ja. Jetzt kommt aber das Kind, oh nee, alles ist gut, Terrorist, zack. Und dann könnte ich sofort Du hast nicht die Zeit, deine Lampe wegzustecken. Und du möchtest sie auch nicht fallen lassen. Genau. Na, auch da, wenn ich sie jetzt fallen lasse, wo lasse ich sie fallen? Ja. Natürlich im Treppenhaus und sie landet unten im Keller. Was denn sonst? Er nennt sich Murphy. Ja. Nee, das ist halt ein Riesenvorteil. Ich habe sie verfügbar. Und wenn ich jetzt mit meinem Holster arbeite, achso, hier auch noch eine ganz witzige Add-on. Ich weiß gar nicht, ob wir das im Video gezeigt haben. Na, ich habe ja mein Holster, zeige ich nachher auch nochmal oder später beim Battlebelt. Ausrüstung, ja. Na, genau so kann ich jetzt hier behelfsmäßig das in die Hose stecken und habe trotzdem schnell gezogen. Ja. Das Wegstecken ist ein bisschen länger, aber immer noch schneller als das, was wir so in diesen Magazintaschen Ja, verstehe ich. rumgefummelt haben. Und es ist trotzdem noch verhältnismäßig dicht. Ja. Bevor die Frage kommt, auch von dir, es gibt verschiedene Schalter. Das ist jetzt der KISS-Schalter. Du hattest gesagt, ich meine vor ein paar Videos, wieso kann man die nicht locken? Ja, das wäre hier der reguläre TA30C, der neue Kopf, auch mit Metallkopf, aber der hat zum Beispiel keine Lockfunktion. Ja, genau. Das ist jetzt das Modell, was unbedingt die Polizei haben wollte. Da kannst du ihn auch zwischenschalten. Hat auch durchaus seine Berechtigung. Ich selber habe gesagt, hier, ich will einen, wo ich nur drauf drücke, Licht an. Wenn ich jetzt eine Störung habe, lasse ich los, bin ich im Dunkeln wieder. Wenn ich sie brauche, Licht an. Denke ich mal, ist eine ganz coole Sache. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel beim Fastropen bin oder im Wald bei der Annäherung, dann kann ich das Ding hier ganz einfach, da steht auch Lock und ein kleiner Punkt, finde ich aber noch nicht so gut, das muss ich noch mal überreden, dass sie es besser machen. Ich habe jetzt hier meine Lock-Funktion, wenn ich jetzt im Holster habe, sieht man, das sieht ja nicht gut aus. Ja. Also wenn ich jetzt im Einsatz bin, sind die Striche jetzt von oben zu sehen überein. Ich weiß also, jetzt ist sie einsatzbereit, weil ganz am Anfang, wo sie neu hatten, dann mache ich eine Ausbildung, will dann leuchten. Wieso geht das Licht nicht an? Vergessen zu entsichern, sage ich mal. Ja. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht, ich hoffe, das wird eingeführt, weil es einfach schlau ist. Ich kann von oben mit einem Blick sehen, sie ist sehr scharf. Oder ich kann mit einem Blick sehen, sie ist sicher. Ja. Ja, für alle, die das nicht wissen übrigens, die Schalter, die KISS-Schalter oder die anderen Kabelschalter gibt es, glaube ich, auch noch. Es gibt jetzt einen ganzen Haufen Add-on-Schalter für die TA30-Modelle und die kann man auch als Einzelteile kaufen. Das heißt, wenn ihr eine TA30 habt in irgendeiner Variante, dann könnt ihr die neuen Schalter dafür verwenden. Das haben wir auf der Enforce Tech 2024, glaube ich, im Detail auch mit Peter nochmal vorgestellt. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Habt ihr das auch gezeigt mit der Ladeanzeige? Ja, definitiv. Das ist auch ein Gamechanger. Das ist total klasse. Ja, finde ich super. Du hattest damals ein Problem mit den Gummiponuckel. Ich nie. Komisch, ne? Ja, obwohl ich bin ständig damit. Aber du hast sie nicht in deiner normalen Alltagskleidung in der Hosentasche. Und das ist vielleicht der Grund. Ne? In der Einsatzausrüstung ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen geschützter. Ja, dadurch, dass ich jetzt das Holz habe von mir, ne, das ist ja dann schon vielleicht auch das. Ja. Und ich habe sie nie in der Tasche, also annähernd nie. In der Tasche habe ich immer meine K3T. Oh, Anmerkung, die wird jetzt auch in die German Line kommen. Haben wir eigentlich schon mal erzählt, was die German Line ist bei Nexon? Nee. Erzähl ich gleich. Ja. Auf jeden Fall, das ist das, was ich in der Hosentasche habe, was ich griffbereit habe. Mein Tech-Pen und meine Lampe. Und wenn ich jetzt im Wald bin, damals mit meinem Hund Gassi gehen und dann kommt mir
ein Bösewicht entgegen. Dann habe ich schon mal 2 Sachen, wo ich mich sehr gut wehren kann, sehen unauffällig aus. Das ist das, was ich wirklich am Mann habe. Und das ist für mich ein bisschen zu groß. Ich meine, du bist auch ein großer Mann. Oder so ein kleiner Mensch wie ich hier, für mich ist es aber zu groß, ne, dass ich es täglich mitnehme. Kurzer Seiteneinwand nochmal, beziehungsweise eine Ergänzung. Wir hatten letztens unter diesem Video, ist jetzt kein Nextorch-Ring, ja, aber die Idee ist ja gleich, hat einer geschrieben, gibt es dafür einen BKA-Bescheid? Das könnte man ja als Schlagring verwenden. Gib mal ein Feedback dazu. Zum Thema Schlagring und den Ring. Ich will meinen hier. Ja, du kannst ruhig mit dem machen, weil das ist ja dasselbe Prinzip. Ich habe nämlich einfach geantwortet, das ist ein Plastikring. Und meiner Meinung nach ist ein Schlagring immer irgendwas, was den Schlag ja verstärkt durch Gewicht. Also wir haben jetzt sind kein Risiko eingegangen, oder was heißt wir? Nextorch, der war ja vor mir. Da habe ich keine Entwicklung dran. Das Ding das war der Grund, warum ich Peter helfe. Ich kriege von denen keine Asche, will ich auch gar nicht haben. Ne? Ich helfe denen, dafür unterstützt er mich in der Ausbildung. Peter ist auch ein cooler Typ. Ja, ist so. Ja. Auch weil er so ein cooler Typ ist, arbeite ich mit denen gerne zusammen. Nee, hier ist es ganz einfach zu begründen, dass das wird niemals als Schlagring irgendwie eingestuft, weil wir den ja hier lose haben. Und das heißt tatsächlich, ist nur noch da fixiert, ist Kunststoff, da wird keiner drauf kommen. Das wird auch vor allem also ich finde nicht, dass das eine Mehrwirkung hat für einen Schlag. Oder denkst du, dass diese bisschen Plastik... Wenn ich schlage, kann der ja vorbei und abbrechen und mich verletzen. Genau. Ne, dafür ist er nicht geeignet. Ja. Wenn ich schlagen will, dann mache ich was ganz anderes, dann nehme ich diese Seite. Ne? Und dann kann ich schlagen. Ich könnte theoretisch auch geradeaus stoßen. Ja. Aber das zum Schlagen ist 1000-mal effektiver als der hier. Ne? Wir gehen gar kein Risiko ein, in dem der hier frei ist. Ja. Da ist es auch so tatsächlich, weil der eine Sollbruchstelle hat. Ne? Der hier quasi, ganz easy. Ja, ich denke mal... Also das ist auch safe. Ja. Clever gemacht. Warum auch immer die das gemacht haben, ob es jetzt Schutz war oder einfach Cleverness zu sagen, bevor irgendeiner sagt, das ist ein Schlagring. Ja. Ne, die haben das tatsächlich aus dem Grund gemacht, dass wenn dir einer die Lampe aus der Hand reißt, dass du dir den Finger abreißt. Und das war so der Grund. Ja, vielleicht war das auch bei denen eine Idee. Ja, mit Sicherheit. Ist aber, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Cool. Mit Schlagring? Ja. Nee, Schlagring schon. Aber wenn das einer rausreißen will, dass mir nichts passiert, dass er dann eher bricht, als dass mein Finger bricht. Ja gut, ich glaube auch nicht, dass irgendeiner das bei dir versuchen wird. So weit nach unten zu greifen. Nee, Germanline. Ja. Ist eine etwas längere Geschichte. Germanline ist, ich bin Deutscher und mag natürlich am liebsten für deutsche Firmen arbeiten. So. Ja. Nextorch ist ja einmal eine internationale Sache, aber Nextorch ist ja die deutsche Firma Nextorch in Deutschland. Und der Schritt vor 2 Jahren war der erste Schritt, hier Papierkram und so weiter. Jetzt sind das deutsche Produkte. Denn die ganze taktische Entwicklung läuft in Deutschland ab und wir lassen in China für uns produzieren. Ja, wir haben natürlich noch ein paar chinesische Produkte. Die Standardprodukte. Der hier ist halt, was willst du da weiterentwickeln? Ja. Nur damit es in Germanline ist. Das Ding ist ausgereift. Da kann man nicht viel machen. Ne? Das ist ein Endstatus. Aber solche Sachen wie dieser Laser, das ist so ein rein rassig deutsches Ding. Ne? Da kommen wir aber darauf zu, wenn das Thema ist. Thema Ausrüstung machen, ja. Denn die neue WL11 Germanline, die haben wir weiterentwickelt, in denen das Einklicken auf beiden Seiten ist. Da haben die uns am Anfang gesagt, das geht nicht, technisch nicht möglich. Habe ich aber gesagt, wenn es technisch nicht möglich ist, dann bin ich halt raus. Mal ein bisschen unter Druck setzen. Ja. Und sie haben sich auch super unter Druck setzen lassen, weil jetzt haben wir ein Produkt, ein deutsches Produkt, was von denen, die haben nur ein bisschen technisch entwickelt, aber die taktische Entwicklung, weil da haben die natürlich keine Ahnung, die Chinesen. Weil da hat ja kaum eine Kanone außer die 25 Millionen Soldaten. Ja. Oder wie viel immer die haben. Alle. Die haben alle. Auf jeden Fall haben wir Produkte in Deutschland taktisch entwickelt und lassen wir den herstellen. So, das heißt, für mein Schönreden ist das jetzt so, jetzt arbeite ich Nextorch Deutschland für Peter und helfe denen dabei. Das ist jetzt so der große Unterschied. Ich sag ganz häufig bei ganz vielen Nylon-Sachen, weil das ist ja mein Spezialgebiet, es ist nichts Falsches dabei, in Fernost zu produzieren, solange die Entwicklung und auch der Qualitätsstandard kontrolliert wird. Ja? Also wenn Tasmanian Tiger ist eine typische Firma, die
in Vietnam fertigt, aber da ist eine deutsche Qualitätssicherung hinten dran, das Material ist sicher, da ist auch 100% sicher, dass die Qualität immer gleichbleibend ist und da habe ich überhaupt keinen Stress mit. Ja? Ich habe nur einen Stress damit, wenn du dann halt so Firmen hast, die dann dir heute so ein Produkt liefern und morgen kaufst du dasselbe nochmal und das ist der letzte Dreck. Ja? Und das ist einfach Scheiße. Peter ist ja jedes Jahr da, die sind hier bei uns in Deutschland und da ist dieser Austausch da, dass es wirklich in die richtige das Richtung sind auch geht. ganz herzliche Menschen, finde ich. Ja. Muss man einfach mal so sagen. Ja. Also das, was wir nur in der Presse hören, dass es alles hier die menschenfressenden Chinesen sind. Das ist nicht so. Das gibt so welche, aber wollte ich gerade sagen. Die nicht. Ja. Die ich kennengelernt habe. Ja. Check. Ja. Ich glaube, dann haben wir einhändig, beidhändig auch. Ich denke auch. Gut besprochen. Ja. Weil das nächste Video, da freue ich mich schon sehr drauf. Da kommen die 7 Anschläge mit der taktischen Lampe. Und das machen wir dann auch im nächsten Video. Gut, dann moderiere ich mal ab. Wie immer an dieser Stelle einmal in die Kommentare schauen, um da ein positives Feedback für uns zu hinterlassen. Natürlich auch konstruktive Kritik jederzeit. Fragen, die ihr habt. Wir versuchen das für euch alles zu beantworten. Schaut auch nach unseren Sponsoren. Die müssen dann natürlich auch nochmal gewertschätzt werden, damit diese ganze Sache hier möglich gemacht wird und auch für zukünftige Projekte in die richtigen Wege geleitet wird. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Ciao. Diese Serie wird präsentiert von MD Textil, Black Trident, Nextorch, 1MOA, Henel, Ballistol, Schubert, Phantom Leaf, Carinthia, Sidemark, Akku, Sealskins, Recon Company und der Schießbahn in Tuchola.